Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video dreht es sich rund um den Microsoft-Scam. Habt auch ihr schon mal Anrufe angeblich von Microsoft bekommen oder irgendwelche Hinweismeldungen auf eurem PC beim Surfen, dass euer PC ganz schwer mit Viren und Trojanern beschädigt ist und ihr sollt jetzt irgendwo anrufen, damit euch umgehend geholfen werden kann? Dann seid ihr hier genau richtig. Ja, wir schauen uns heute an, wie die Betrüger arbeiten, was ihre Maschen sind, warum so viele Millionen jedes Jahr darauf reinfallen. Ja, gerade wenn man immer wieder mal auf dubiosen Seiten surft, auf Seiten mit erwachsenen Inhalten oder mit Seiten, wo man sich nicht immer ganz legal lizenzierte Software runterladen kann. Gerade da stößt man immer wieder auf bösartige Werbeeinblendungen, die einen zu einem Anruf in einem solchen Fake-Support-Service-Center verleiten sollen. Wir werden auch direkt mal eine solche Rufnummer anrufen und schauen uns das Ganze mal an, was die eigentlich von uns wollen. Ich finde das Thema wahnsinnig spannend, auch ihr könnt dabei noch sehr viel lernen. Freut euch darauf, wir starten sofort wie immer nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Ja, wie bereits im Intro angekündigt, beschäftigen wir uns heute etwas tiefer mit dem Thema Microsoft Scam. Ja, Microsoft Scam ist eine Masche, die seit vielen, vielen Jahren sehr bewährt ist. Gerade User, die sich nicht so wirklich tiefgreifend mit den PC-Thematiken auskennen, werden oftmals leichtfertig überrumpelt und zu einem Anruf bei einem solchen Support Center verleitet. Wir können hier grundsätzlich zwei verschiedene Varianten unterscheiden. Variante 1 ist die, wo ihr random einfach einen Anruf bekommt. Ja, wenn ihr so einen Anruf bekommt, werdet ihr mit der Tatsache konfrontiert, dass euer PC mit Viren und Schadsoftware infiziert ist. Natürlich geben sich die Absender als Microsoft Support aus und ihr sollt zusammen mit dem netten Menschen am Telefon einen Fernzugriff auf euren PC einrichten, damit er euch natürlich dankenswerterweise bei der Bereinigung des Problems helfen kann. In der zweiten Variante ist es so, dass ihr eine Hinweismeldung bekommt, wenn ihr im Internet surft, dass euer PC mit Viren und Trojanern infiziert sei. Da ruft ihr dann aktiv an dieser Service Center Nummer an und da wird euch dann durch die entsprechenden Betrüger geholfen. Ja, geholfen, wie euch da geholfen wird, das schauen wir uns heute an. Denn die Masche ist sehr effektiv. Jedes Jahr fallen Tausende darauf rein. Wir reden hier von Schäden in einer hohen Millionensumme, die hier jedes Jahr durch die Betrüger erfolgreich erbeutet werden. Ja, deswegen habe ich mich ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe genau so eine Fehlermeldung gefunden, wo wir hier angeblich einen Trojaner oder schwerwiegende Vireninfektion haben und wir werden hier diese Rufnummer einfach mal anrufen und schauen, was dann passiert. Dazu habe ich bereits eine virtuelle Maschine vorbereitet, an der sich die Angreifer austoben können. Ich habe hier ein sehr antiquiertes Windows XP dabei rausgesucht, damit wir hier auch vielleicht den Eindruck entstehen lassen, dass wir nicht der versierteste Benutzer sind, dass wir vielleicht uns nicht so gut mit dem Computer auskennen und nach dem Motto, solange er läuft, wird schon nichts passieren, hier auch mit wenig Gedanken an den sicheren Umgang im Internet verschwenden. Ja, wir lassen nicht viel Zeit verstreichen, sondern rufen jetzt direkt da mal an. Okay, los geht's. 0800 1829003 und die 1. Hallo, vielen Dank für den Anruf für Online-Support. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, meinem Computer ist gerade so eine komische Fehlermeldung aufgetaucht und ich soll diese Telefonnummer hier anrufen. Können Sie mir sagen, seit wann bekommen Sie dieses Problem? Ja, eigentlich seit gerade eben erst. Ich habe die Fehlermeldung eigentlich davor noch nie gesehen. Und welche Website haben Sie letzte Mal besucht? Eine kostenlose Seite oder eine Porno? Ja, kostenlose Seite oder Porno? Ja, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass gerade
auf Seiten mit erwachsenen Inhalten oder Seiten, auf denen wir nicht ganz legale Software herunterladen kann, in der Hand von dubiosen Werbeanbietern sind. Diese dubiosen Werbeanbieter, man merkt das oft mal, man öffnet so eine recht dubiose Seite und es erscheinen massenhaft Pop-ups, die man dann ganz nervig wegklicken muss. Oftmal werden die ganzen über Redirection-Ketten, also sogenannte Weiterleitungsketten, mehrfach die Ziele gewechselt, man wird immer weitergeleitet und nach der 10. Weiterleitung kommt dann plötzlich dieses Pop-up, was wie in unserem Fall hier sagt, der PC ist mit Viren und Trojanern infiziert. Das Ganze ist oft sehr nervig und das Ganze wird auch bewusst gemacht, um hier Leute, die schon im Kontext einer nicht ganz so sauberen Seite mit gewissen Gewissensbissen vielleicht konfrontiert sind und dadurch leichtfertiger auf so eine Hinweismeldung reinfallen. Denn natürlich hört man ja auch immer wieder, dass wenn man dubiose Seiten aufruft, dass man da die Gefahr läuft, seinen PC mit Viren und Trojanern zu infizieren. Und genau da setzen halt die Angreifer dazu an. Ja, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Ja, es war eine Seite mit kostenloser Software, die ich da aufgerufen habe. Es kann sein, die Website, die besucht haben, das ist eine schädliche Website und möglicherweise Ihr Computer mit Viren und Trojaner infiziert. Oh. Wegen Ihr Computer ist gesperrt. Und um dieses Problem besser zu verstehen, ich brauche einmalige Verbindung mit Ihrem Computer. In Ordnung für Sie? Ja, wenn Sie mir dann helfen können, natürlich. Ja, was machen wir denn da nun? Also, die müssen sich ja echt freuen, so ein leichtgläubiges Opfer wie mich gefunden zu haben. Okay, dann machen Sie es so. Sehen Sie in Ihrer Tastatur ganz unten links. Welche Taste gibt es? Das ist die STRG-Taste. Und daneben Das ist die Windows-Taste. halten Sie diese Windows-Taste mit Buchstabe F wie Romeo zusammen und gleichzeitig drücken. Okay, habe ich gemacht. Machen Sie es. Ja, ich habe es gemacht. Es ist jetzt so ein kleines Fenster aufgegangen. Welches Fenster sehen Sie? Das Fenster heißt Ausführen. Schreiben Sie in diesem Fenster I wie Ida, Ja, E wie Emil, ja, X wie X-Ray, ja, P wie Paula, mhm, L wie Ludwig, mhm, O wie Otto, ja. Ja, ich habe schon gedacht, hier, die hört an der Stelle nie auf. Der findige Beobachter kann es schon erkennen, worauf das Ganze rausläuft. Ich überspringe hier mal den Punkt und wir starten sofort wieder weiter, wenn wir mit dieser Eingabe, die sie uns hier buchstabiert, fertig sind. T wie Theodor. Ja, Jetzt klicken Sie auf OK. okay. Jetzt was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Verbindung für Support aufbauen. Schreiben Sie Ihren Namen in der ersten Feld und dann ich gebe Ihnen die Supportschlüssel. Meinen Namen muss ich da eintragen. Ja, Herr, Ihre vollständige Name schreiben Sie. Okay, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt ich gebe Ihnen die Schlüssel, schreiben Sie 427, Ja, dann 740, mhm, dann 748. ja, Jetzt klicken Sie auf Weiter. Und jetzt was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? führen Sie GoToAssist Opener aus. Jetzt klicken Sie auf Ausführen. Ja, er lädt es jetzt gerade runter. Hey, klicken Sie auf Ja. Ja,
Herr, welche Option wählen Sie? Verbindung wird aufgebaut. Okay. Und Herr, jetzt Sie bekommen eine OK-Option. Klicken Sie auf OK. Habe ich gemacht? So Herr, jetzt sehen Sie, wir sind verbunden. Ich bewege meine Maus auf Ihre Bildschirm. Lassen Sie Ihre Maus frei. Jetzt ich mache alles, okay? Okay. Und Herr, Sie haben heute diese Meldung bekommen, ja? Ja, genau, diese hier. Okay. Herr, warten Sie. Ich diskutiere dieses Problem mit meinem Techniker, dann ich komme gleich. Okay. Ja, an dieser Stelle hier muss man jetzt echt aufpassen, dass die nicht sofort eigentlich mitbekommen, dass wir hier eine virtuelle Maschine vorbereitet haben. Ich habe hier das Windows XP in englischer Sprache vorbereitet und ich bin da echt ein bisschen vorsichtig, dass ich das auch mit den deutschen Bezeichnungen sage. Und gerade jetzt hier, wo sie schaut, da war es jetzt schon richtig knapp, weil sie hätte hier, wenn sie ein bisschen Ahnung gehabt hätte, relativ leicht erkennen können, dass es sich hier nur um eine virtuelle Maschine handelt. Also hier gerade an dem Parallels, das ist eine Virtualisierungssoftware auf dem Mac, da kann man eigentlich schon relativ gut erkennen, dass es sich hier um eine Falle handelt, aber mei. Hallo? Ja, hallo? Herr, darf ich wissen, wie alt ist Ihr Computer? Ja, der ist schon ziemlich alt, der Computer. Also 8 Jahre bestimmt schon. Und Sie benutzen diesen Computer alleine, oder? Ja, ich benutze den Computer nur alleine. Okay, und Herr, es kann sein, dass Hintergrund für den Computer gibt es viele Probleme. Deswegen, ich mache eine Diagnose in Ihrem Computer, okay? Und dann sehen Sie, diese alle sind die unnötigen Dateien in Ihrem Computer, ja? Ja, die sehe ich und die sind alle unnötig. Und dann diese alle unnötigen Dateien macht Ihr Computer langsam. Wow, die hat mir jetzt hier richtig Angst gemacht, indem sie mir mal diese ganzen temporären Dateien gezeigt hat. Naja, wie gesagt, der nicht so Fachkundige kann jetzt schon etwas eingeschüchtert werden und glaubt diesen versierten Mitarbeiter natürlich. Aber schauen wir mal weiter, vielleicht kann er uns noch ein bisschen mehr Angst machen. Hey, benutzen Sie diesen Computer alleine, oder? Ja, das hatte ich Ihnen ja gerade eben gesagt. Und wofür benutzen Sie diesen Computer, für privat oder beruflich? Also ich benutze den Computer nur privat. Privat, okay. Dann sehen Sie, im Moment Ihr Computer funktioniert langsam, ja? Sie haben alle diese unnötigen Dateien drin in Ihrem Computer, ja? Wenn Sie im Internet gehen, ja? Ja. Ich glaube, im Moment Sie haben gar keine genug Sicherheit in Ihrem Computer, ja? Okay. Deswegen Sie haben alle diese schädlichen oder unnötigen Dateien drin in Ihrem Computer, okay? Ja. Was ich mache jetzt, ich schreibe die Probleme hier. Im Moment, Sie haben schädliche Elemente in Ihrem Computer, okay? Okay. Und Ihr Computer funktioniert langsam. Es ist normal oder nur heute funktioniert es langsam? Ja, manchmal ist er langsam, aber manchmal funktioniert er eigentlich ganz normal. Und können Sie mir sagen, welche Website haben Sie gesehen letztes Mal? Also ich war auf einer Seite, wo ich mir ein Programm runterladen wollte. Programm. Können Sie mir das sagen? Also ich wollte mir ein Programm zum Video bearbeiten runterladen und als ich dann diese Seite da aufgerufen habe, dann kam plötzlich diese ganz komische Meldung. Ja, die Frage, welche Webseite haben Sie zuletzt gesehen? Das ist natürlich zum einen mal die Frage, damit Sie sich ein bisschen orientieren können, wo Sie von Ihrem Gesprächsleitfaden her weiter ansetzen müssen. Ob Sie hier eher in den Bereich Erwachsenenseite oder in den Bereich illegale Software gehen. Je nachdem können Sie hier den Gesprächsverlauf weiter steuern, beziehungsweise geht es auch an der Stelle hier darum, nochmal gewisse Gewissensbisse zu machen, um dem Anrufer irgendwie Sorgen zu machen, dass seine
Tätigkeit, die er vielleicht auf dieser Seite gemacht hat, vielleicht erst dazu geführt hat, dass sein PC nun diese schwerwiegenden Probleme hat. Okay. So Herr, es kann sein, im Moment Sie haben gar keine genug Sicherheit drin in Ihrem Computer, ja. Deswegen Sie haben alle diese schädlichen Elemente in Ihrem Computer, okay? Ich organisiere einen Techniker für Sie und er arbeitet in Ihrem Computer für 60 bis 90 Minuten. Und Sie sollen Ihren Computer für 60 bis 90 Minuten sowieso anlassen, ja? Und gar nicht in Ihr Computer, mein Techniker arbeitet in Ihrem Computer und bringt alles in Ordnung. Okay, so Herr, und wir bieten Ihnen eine Dienstleistung und in dem Sie bekommen viele Vorteile auch, okay? Ja, hier beginnt natürlich jetzt das Verkaufsgespräch, denn der nun eingeschüchterte Anrufer soll hier nun die möglichen Lösungen vorgestellt bekommen. Natürlich verbunden mit einer Zahlung, und umso höher diese ausfällt, umso besser ist es natürlich für die Betrüger. Wir schauen uns jetzt mal an, was für ein Angebot uns hier die nette Dame am Telefon macht. Ich schreibe alle diese Vorteile hier. Wir geben Ihnen die Fanunterstützung. Wissen Sie, was ist Fanunterstützung? Ja, also dass Sie mir hier per Telefon oder so wie Sie jetzt hier am Computer mir helfen können. Ja, Herr, wir geben Ihnen die Fanunterstützung, indem wir werden alle diese Probleme online von hier reparieren. Dafür brauchen wir nicht irgendwo zu fahren. Wir bereinigen alle diese Probleme, ja, während Sie die stressfrei zu Hause sind. Wir geben Ihnen unbegrenzte Hilfe auch. Das bedeutet, ob es 1, 2 oder 5 Probleme an einem Tag geben sollte, wir bereinigen alle diese Probleme, okay? Okay. Und Herr, wir geben Ihnen die monatliche Wartungen auch für den Computer. Ja? Und Herr, wir geben Ihnen unsere kostenlose Nummer auch. Okay? Das ist ja super. Das bedeutet, wenn Sie kriegen irgendein Problem in Ihrem Computer, Sie können uns anrufen. Okay? Ja. Wir reinigen alle Ihre Computerprobleme. Und Herr, Sie können hier Ihre Computer registrieren für ganze 1 Jahr, für ganze 2 Jahre oder für ganze 3 Jahre, okay? Sie gehen für ganze 1 Jahr Sicherheit. Ich gebe Ihnen so monatliche Wartungen für den Computer plus ein Tagmann verfügbar für innerhalb unserer Arbeitszeit plus alle diese Vorteile, okay? Sicherheit auch für den Computer und es kostet Ihnen 200 € plus die Mehrwertsteuer für ganze 1 Jahr. Wenn Sie in für ganze 2 Jahre Sicherheit, ich gebe Ihnen 24 Wartungen für den Computer, ein Tagmann, Vorteil, Sicherheit, alle diese Vorteile und es kostet Ihnen 250 € plus die Mehrwertsteuer. Und dann, wenn Sie in für ganze 3 Jahre Sicherheit, kostet Ihnen, ich gebe Ihnen 36 Wartungen für Computer, Tagmann, Vorteile, alle diese Sicherheit und es kostet Ihnen 300 € plus die Mehrwertsteuer. Das ist dann nur einmal und dann wird verfügbar für diese ganze 1, 2 oder 3 Jahre. Und innerhalb dieser 1, 2 oder 3 Jahre ist kein Problem. Wir bereinigen alle diese Probleme kostenlos, ja? Das ist super. Wenn die Entscheidung hängt von Ihnen ab, wie lange möchten Sie den Computer sicher machen? Ja, also ich werde mir noch irgendwann mal einen neuen kaufen, aber ich würde mich jetzt mal für 1 Jahr entscheiden. Solange Ihr Computer funktioniert einwandfrei, ja? Ja, funktioniert noch einwandfrei. Manchmal halt ein bisschen langsam. Ja, ich kann das sehen. Ja, im Moment Ihr Computer funktioniert sehr langsam. Ach, das können Sie von da also sehen. Wir können auch 2 Jahre machen. Wollen Sie für 2 Jahre gehen, ja? 250 € plus die Mehrwertsteuer, richtig? Ja, richtig. Ja, dann machen wir die 2 Jahre. Ja, ursprünglich habe ich ja gesagt, ich würde das Servicepaket gerne für 1 Jahr buchen. Habe ihrer dann noch freundlicherweise ein bisschen ihre Argumentation abgenommen und habe mich dann mit ihr auf 2 Jahre geeinigt. Der nächste Schritt ist sehr interessant, weil ich möchte hier natürlich nichts zahlen und mal schauen, wie sich unsere Telefonistin hier schlägt, wenn ich ihr sage, dass ich hier eigentlich nicht wirklich sofort zahlen kann. Ja, aber sehen Sie, wenn Sie bezahlen nur 50 € mehr, Sie bekommen dann so 3 Jahre Sicherheit. Ja, ich weiß schon, aber ich möchte mir ja doch vielleicht mal einen neuen kaufen. Also ich würde bei die 2 Jahre jetzt bleiben. Okay, das ist Ihre Entscheidung, kein Problem. Können Sie mir sagen, wie wollen Sie diesen Betrag überwiesen? Wir haben 3 Möglichkeiten. Sie können per Visa-Karte
Mastercard oder Online-Banking zahlen. Sie wollen. Ja, also ich habe weder eine Kreditkarte noch nutze ich Online-Banking, weil ich bin noch nicht so modern unterwegs und ehrlich gesagt traue ich dem Ganzen auch nicht so. Ich würde es Ihnen vielleicht überweisen. Okay, kein Problem. Machen Sie es so. Schreiben Sie mir Ihren Namen, okay? Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Wohnung-Adresse und Ihre Handynummer, okay? Schreiben Sie alles. Schreiben Sie alles, ja? Auf Notepad, okay? Ja, nee, das ist kein Problem. Ich schreibe es Ihnen einfach hier mal rein. Ja, an der Stelle schreibe ich jetzt natürlich nicht meine echten Daten rein. Ich denke mir jetzt hier wirklich fiktive Daten aus und diese Daten sind natürlich auch für die Angreifer wichtig, weil wenn ich der Überweisung nicht nachkomme, ich habe ja gesagt, ich habe keine Kreditkarte, ich mache kein Online-Banking, ich würde es ganz einfach überweisen. Also wenn ich das jetzt hier nicht überweise, dann haben Sie natürlich meine Daten oder Sie meinen zumindest, dass Sie hier meine echten Daten hätten und dann wären Sie zum Beispiel über die Telefonnummer, würden Sie mich nochmal aktiv anrufen, um mich vielleicht nochmal an die Zahlung des Betrags zu erinnern oder irgendwie erpressen zu wollen. Das ist natürlich auch eine heikle Stelle, weil wenn ich hier meine Daten preisgebe, kann es natürlich passieren, dass auch diese Daten wieder in anderen Töpfen landen, mit den Daten gehandelt wird. Ihr habt es vielleicht schon mal mitbekommen, man kann im Internet auch personenbezogene Daten kaufen, um hier zum Beispiel ganz spezialisierte Phishing-Angriffe wieder durchzuführen. Und man fragt sich dann oft, wo kommen diese Daten her, aber es ist bei vielen Fällen so, dass wirklich die Opfer die Daten irgendwo leichtfertig angegeben haben. In diesem Fall jetzt hier gebe ich wie gesagt einfach mal irgendwelche Fake-Daten ein und wir schauen mal weiter, wie es dann hier im Workflow unserer Betrüger weitergeht. Okay, jetzt ich kopiere alles. Lassen Sie Ihre Maus frei. Und dann können Sie mir sagen, wann werden Sie diesen Betrag überwiesen? Ja, also ich werde es so schnell wie möglich überweisen. Ich werde dann später noch zur Bank gehen und dann ist es auch gleich erledigt. Ich bräuchte halt dann noch die Bankverbindung, wo ich das genau hinüberweisen muss. Können Sie mir die noch geben? Haben Sie einen Drucker? Nee, also einen Drucker habe ich nicht. Okay, warten Sie dann. Ich gebe Ihnen meine Bankverbindung. Hier ich schreibe Ihren Betrag noch. Es ist 297, ja, inklusive Mehrwert, okay? Ach ja, genau, da ist ja noch die Mehrwertsteuer, die dazukommt. Warten Sie, Ah ja, schön, Sie machen es mir gerade ein bisschen größer, dann kann ich das auch besser lesen, danke. jetzt können Sie alles schreiben, ja? Ich bin am Apparat, okay? Ja, perfekt, dann schreibe ich mir das jetzt hier mal so auf. Ja, an der Stelle hat sie mich jetzt gerade etwas eiskalt erwischt gehabt, denn sie wollte ja, dass ich mir die Bankverbindung aufschreibe. Doch im ersten Moment habe ich mir gedacht, ach was, ich schreibe es mir nicht auf, weil ich möchte auch keine Zahlung tatsächlich durchführen. Bloß, die war sehr gewieft und zwar hat sie dann das Fenster minimiert gehabt und hat nochmal gefragt, was ich denn aufgeschrieben hatte. Nachdem ich nichts aufgeschrieben habe, habe ich sie ein bisschen ausgetrickst. Diese Telefonisten in den indischen Callcentern sind oft mal mit 2 oder 3 Anrufern gleichzeitig beschäftigt. Das heißt, die switchen einfach zwischen verschiedenen Telefongesprächen hier hin und her. Und ich habe die Chance der Sekunde genutzt, habe das Fenster wieder maximiert, habe mir schnell die Daten aufgeschrieben, habe das Fenster schnell weggemacht. Und als sie dann wieder da war und mich nochmal danach gefragt habe, habe ich ihr dann die zwischenzeitlich notierten Daten gesagt. Ja, und nachdem ich jetzt einfach so getan habe, dass ich hier natürlich guten Gewissens diese Überweisung zeitnah durchführen möchte, habe ich sie jetzt weiterarbeiten lassen. Ja, genau. So, jetzt machen Sie es so, lassen Sie Ihren Computer sowieso und machen Sie gar nicht in Ihren Computer. Jetzt mein Techniker arbeitet in Ihrem Computer mit alles in Ordnung für Sie, okay? Meine Arbeit ist fertig, ich rufe Ihnen, okay, von meiner Seite, ja? Bis dann. Ja, bewegen Sie Ihre Maus nicht, machen Sie gar nicht in Ihrem Computer, okay? Okay, also ich mache jetzt einfach gar nichts, ich lasse das jetzt hier einfach fertig machen. Bis dann. Wiederhören. Okay, danke, auf Wiederhören.
Ja, sehr gefährliche Stelle jetzt hier. Sie hat ja gesagt, man soll jetzt nichts mehr machen, man soll den PC einfach eingeschaltet lassen, am besten auch weggehen, damit der Techniker hier seine Ruhe hat. Ich war dem Ganzen misstrauisch. Ich habe den Screen Recorder hier einfach weiter laufen lassen, damit ich dann im Nachgang vom Telefonanruf in Ruhe anschauen konnte, was der Techniker hier eigentlich alles gemacht hat. Wir schauen uns jetzt noch Schritt für Schritt mal kurz an, was der denn jetzt hier eigentlich vorhat, weil, wie gesagt, ich traue den Ganzen nicht so. Ja, ich lasse das jetzt hier mal ein bisschen schneller laufen und kommentiere euch das Ganze jetzt hier mal ein bisschen. Also, was er jetzt hier gemacht hat, ist, dass er jetzt in der Fernwartung nochmal eine Fernwartung aufgemacht hat. Wahrscheinlich, damit er hier noch ein paar andere Tools einfach nachladen kann. Schließlich ist es jetzt hier nicht der die initiale Sitzung aufgemacht hat. Das war ja unsere Telefonistin und das ist jetzt hier der angebliche Servicetechniker und der tobt sich jetzt hier weiter aus. Ja, hier hat er jetzt dann selber erstmal ein bisschen gekämpft, dass er seine runtergeladene Datei ausführen kann. Er hat jetzt insgesamt zweimal probiert, damit er hier das Ganze ausführen kann, weil er einfach die Meldung nicht richtig wegbekommen hat. Ja, hier löscht er jetzt schon mal ganz brav die temporären Dateien, die uns ja die Telefonistin am Anfang schon so fleißig gezeigt hat. Genau, die sind jetzt weg. Ja, jetzt möchte er uns hier Chrome installieren. Noch mehr Bloatware. Nein, danke. Ja, nachdem er jetzt hier Chrome installiert hat, haut er uns auch noch das Adblock Plus Plugin in Chrome mit drauf. Ja, jetzt setzt er uns hier noch Google als Startseite im Browser und er löscht einfach die ganzen Verläufe und Cookies. Ja, jetzt installiert er den CCleaner und ja, wie wir es schon fast erwartet haben, er hat einen Professional Crack, also er tut mit dem Crack die Vollversion vom CCleaner aktivieren, aber ja, ich habe mir schon fast sowas gedacht, dass uns hier sowas passieren wird. Ja, er hat jetzt hier noch ein bisschen was konfiguriert und jetzt legt er uns als besonderen Service noch in der Taskleiste unten rechts die Hotline-Nummer als besonderen Service hier an, damit wir auch wissen, wo wir denn anrufen müssen, wenn wir wieder Computerprobleme haben. Ja, nachdem er noch ein paar kleinere Konfigurationen gemacht hat, ist sein Job jetzt hier beendet. Wir sehen jetzt hier die Hinweismeldung, dass er fertig ist. Er fragt, ob wir eigentlich noch da sind. Ja, sein Job ist hier fertig und er gibt uns hier auch nochmal seine Kontaktdaten. Ja, das ist der Anruf in dem Sinne gewesen. Ja, also was können wir im Fazit sagen? Also ich fand den Anruf eigentlich gar nicht mal so schlimm. Ich war positiv überrascht, dass sie auch ohne Zahlung hier per Online-Banking oder per Kreditkarte überhaupt weitergemacht haben, dass sie sich auf diesen Überweisungsfall, also dass ich das Geld manuell überweise, auch eingelassen haben. Und sie haben eigentlich bis auf ein paar so bereinigende Funktionen eigentlich auch nichts Böses angestellt. Den Crack, den sie hier installiert haben, um die CCleaner Vollversion zu aktivieren, ja, ignorieren wir mal.
Ich habe bei solchen Betrugsmaschen auch schon schlimmere Fälle gesehen. Unter anderem, wenn man nicht so kooperativ mit dem Telefonisten sich zeigt, kann es theoretisch sogar passieren, dass die ganz schnell per Copy-Paste ein Skript in die CMD reinkopieren, sodass für Windows ein Boot-Kennwort gesetzt wird oder Start-Kennwort, sodass dann unser Opfer hier auch nicht mehr sein PC hochfahren kann, ohne dass er das für ihn unbekannte Passwort eingeben kann. Das ist natürlich dann sehr ärgerlich, deswegen ist auch immer hier sehr wichtig, ein Backup an der Hand zu haben, falls entsprechende Datenverluste auch unabhängig von so einer Meldung oder von so einem Scam-Versuch auftreten, dass ich natürlich meine wichtigen Daten hier geschützt habe. Ja, wer jetzt hier meint, er ruft jetzt da auch mal an, den muss ich leider enttäuschen. Den Anruf, den wir uns jetzt hier angeschaut haben, der liegt schon ein paar Jahre zurück. Im Nachgang von dem Telefonanruf habe ich hier noch mehrere Tätigkeiten durchgeführt, um den Betrügern das Leben ein bisschen schwer zu machen. Zum einen habe ich die Bankverbindung sperren lassen. Das hat zur Folge gehabt, dass sämtliche Transaktionen, die bei dem Kreditinstitut mit dem roten S an genau diese Bankverbindung laufen, nicht mehr erfolgreich durchführen. Das heißt, auch andere Opfer, die diese Meldung bekommen und per Überweisung dazu hinverleitet werden sollen oder mit den Betrügern direkt im Online-Banking zusammen die Überweisung durchführen, die Überweisung nicht mehr an diese betrügerische Bankverbindung durchführen können. Das schützt natürlich auch andere vor weiteren Angriffen. Des Weiteren habe ich die Rufnummer bei der Bundesnetzagentur gemeldet, um hier eine Abschaltung zu initiieren. Ich habe erst nicht geglaubt, dass hier auch tatsächlich was passiert bei dieser Behörde, aber nach einem Monat habe ich dann die Rückmeldung bekommen, dass sie sich bedanken, dass sie hier auch wesentliche Schritte eingeleitet haben und haben auch nochmal bestätigt, dass es sich hier um einen Betrug handelt, auf was ich euch an der Stelle nochmal eindringlich darauf hinweisen möchte. Es kann niemand anrufen und sagen, ihr hättet Schadsoftware auf eurem Computer. Das wird immer Betrug sein. Am besten gleich auflegen. Es geht nicht. Genauso kann euch niemals eine Internetseite darauf hinweisen, dass euer PC mit Viren oder Trojanern verseucht ist. Das funktioniert einfach nicht. Eine normale Internetseite kann ein bisschen JavaScript ausführen, aber die kann nie in dem Moment, wo die Seite geöffnet wird, euch darauf hinweisen, dass hier keine Ahnung, was für eine Anzahl von Trojanern und Viren auf eurem System gefunden wird. Ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mir natürlich über einen Daumen nach oben freuen und nicht vergessen, auch die Glocke zu aktivieren. Dann werdet ihr wieder über neue Videos benachrichtigt, wenn es wieder heißt IT Security und Co. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's es gut, euer Reik. Ciao.